Klavierhocker im Vergleich. Wer Klavier oder Digitalpiano spielt, teilt sein Schicksal mit Schlagzeugern, Organisten und einigen anderen Berufsgruppen. Klavierspielen ist zumindest meistens eine sitzende Tätigkeit und eine Sitzgelegenheit gehört zum Instrument dazu. Das ist ja völlig klar. So, wir haben jetzt die tolle Situation hier, dass wir uns für den nächsten Videodreh die Klavierhocker auswählen dürfen. Und ja, wir machen mal eine Übersicht. Welche Klavierhocker gibt es da eigentlich, beziehungsweise Klavierbänke? Da wollen wir mal ein bisschen differenzieren. Und was kann man da Besseres haben als ein Klavierlehrer an der Seite, der dann einem auch sagen kann, wie man am besten am Klavier sitzt? Das gucken wir uns natürlich auch an. Also, wie ist die Lage bei dir? Also ich persönlich bevorzuge ja Bänke mit Zughebel, also mit einer Hydraulik oder so, wo ich das quasi so wie hier hoch und runter stufenlos versetzen kann, weil im Klavierunterricht ist es natürlich so, dass doch auch verschiedene Spieler da sind und dementsprechend musst du das natürlich vielleicht in jeder Klavierstunde irgendwie umstellen und dann ist es natürlich schwierig, wenn du am Kurbeln bist oder das vielleicht doch nicht geht oder wie auch immer. Ja, Deswegen. das haben wir schon eine wichtige Eigenschaft genannt. Höhenverstellbar sollte sie sein. Ja. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, der Klassiker ist dann das hier. Genau. Da sehen wir diesen Knauf hier an der Seite. Damit stellt man das dann in der Höhe ein. Man muss das eben kurbeln. Genau. Da ist so eine Kurbelmechanik drin. Und das ist auch so die preiswerteste Klavierbank, die man da hat. Vielleicht kann man da schon mal auch noch mal differenzieren, Klavierhocker oder Klavierbank. Was ist da eigentlich der große Unterschied für dich? Na gut, die Klavierbank, die ist ja meistens so aufgebaut, dass ich hier 4 Füße habe, so ein ja, Pseudo-Holzgestell oder Holzgestell. Und dann habe ich dann meistens die zwei Dreher, wo ich quasi dann die Höhe verändern kann. Und das ist die Klavierbank. Und Genau. bei einem. Und hier hätten wir dann mal so einen Klavierhocker. Genau. Ganz klassisch. Schemel auch gerne genannt. Schemel, genau. Und der wird geschraubt. Also den muss man dann drehen. Und stellt den in der Höhe, ein ganz einfacher Vorgang. Ist eigentlich ein cooles Konzept, hat aber natürlich auch bauartbedingt einige Schwächen. Die wären? Naja, also in der Regel versuche ich ja doch eine größere Auflagefläche zu haben beim Sitzen. Warum? Wenn ich jetzt am Klavier sitze und spiele hier und da und habe quasi hier so ein Stück und habe die Pedale noch, dann ist natürlich gut, wenn ich da einen gewissen Raum habe. Okay, du meinst, es ist eine bessere Stabilität, klar. Genau, du kannst dich ja mal draufsetzen. Hier hat man ja eine kleinere Sitzfläche und klar, wenn man dann so, wir können das ja mal simulieren. Genau. Stellen wir das doch gleich hier an das Klavier und dann sitzen wir hier so in der Mitte irgendwie. Ne? Und dann merke ich schon, jetzt muss ich mich hier abstützen. Ja. Und wenn ich jetzt hier mit dem Pedal spiele, dann habe ich hier einen etwas unsicheren Moment, so würde ich sagen. Und es gibt ja auch manchmal Leute, die ganz schön so mitgehen beim Spielen. Ja. Und hier muss man dann aufpassen, dass man auch nicht kippt. Das kippt. geht echt ganz schnell, weil das sind nur 3 Beine. Also es hat schon einen Sinn, warum man Stühle oder so Bänke auf 4 Beinen baut. Weil du hast natürlich eine andere Stabilität hier. Und mit hier, bei dem dreibeinigen Schemel also ich weiß es, dass ich selbst schon ein paar Mal umgekippt bin. Also, ja, das kippt schon dann rasch zur Seite. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist so der klassische Klavierhocker, den stellt man sich an ein altes Klavier vielleicht. Ne? Da ist er dann stilecht, ja. So. Daher kommt es eigentlich, ja. Also ich glaube, praktischer ist dann eine Klavierbank. Ja, 100%. Gut, dann können wir den schon mal, also haben wir das schon mal erarbeitet, diesen Unterschied, ja, das haben wir schon mal klar. Jetzt gibt es natürlich Preisklassen bei diesen Klavierbänken. Und da haben wir jetzt wirklich, ich sag's gleich schon mal, also wir liegen zwischen 60 und 700 Euro. Das ist schon mal so. Das ist Manche bezahlen nicht mal so viel für als erstes Instrument. Und da können wir fangen gleich oben an, würde ich sagen. Das ist nämlich hier, diese Bank, auf der ich sitze. Stellen wir die mal nach vorn. Die hat so ein Heftpolster. Das ist eine Andechsinger Klavierbank. Und ich glaube, das ist dann so die Klavierbank, die leistet man sich dann, wenn man ein Digitalpiano in der wirklich absoluten Oberklasse oder im
naja, ein teures Klavier oder ein Flügel, dann sollte man sowas dann auch dabei haben, finde ich. Wo sind wir dann hier so preislich? Die kostet 730, 740 Euro. Okay, das ist auf jeden Fall im Regal schon mal relativ weit oben. Ja, absolut. Hat auch diese Liftomatik, also die ist super stabil gefertigt. Ja. Da gibt es nichts. Also man muss sagen, dass die Firma Andechsinger, falls man die jetzt nicht kennt, eigentlich nur in diesem höherpreisigen Segment tätig ist. Also sag mal zwischen... Ja, das geht, glaube ich, bei 300 Euro los. Ganz genau, ja. Und ich glaube, das Besondere jetzt an der Bank ist, dass es halt hier auch so eine Form von Leder ist, plus die Zugmechanik, die stufenlose. Und diese beiden Konzepte sind halt einfach teuer. Also solche Bänke mit solcher... Ja, das ist ja auch nicht, ist ja nicht irgendein Fake-Leder, sondern Genau. richtig echtes Leder. Ne? Und die Kombination ist halt teuer und das muss man sich halt leisten können, ist aber schon auch was Feines. Dann haben wir hier so ein Zwischending, ne? So zwischen Klavier, Hocker und Bank eigentlich. Ne? Genau. Also die Sitzfläche ist hier schon auch größer. Hier verändert man das dann wahrscheinlich über Drehen, die Höhe. Genau. Ja, genau. Da würde ich jetzt gerne wissen, kann man den feststellen? Und das kann man, glaube ich, nicht. Der dreht sich also immer. Und wenn man jetzt am Klavier sitzt, ist das... Das ist auch schön, wenn man immer ansprechbar sein möchte. Aber ich habe hier das Gefühl, dass ich jetzt so ein bisschen... es ist schön, dass es sich dreht, aber hat nicht so die solide Basis, die ich eigentlich bräuchte. Ich kann mir vorstellen, dass das dann eher so Keyboard-mäßig was ist, wo man hier spielt und dann dreht man und Das dann ist hat man bestimmt da, cool. dann ist es halt cool, weil du dann natürlich immer gleich sitzt, aber dich Ja. schön drehen kannst. Zum Klavierspielen und auch zum richtig Digitalpiano spielen, weiß ich nicht, ob es cool ist. Was ich gut fand, ist, dass es halt total weich ist, dass man hier super sitzt. Das ist echt Das ist tatsächlich auch sogar gefedert Das ist- und es hat diese Liftomatik. Ah, Man okay, kann das auch okay. einstellen. Ja, das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll, das Ding. Aber wenn Finde er ich die super. Liftomatik hat, warum dreht er sich dann? Wahrscheinlich wegen... Ja, der hat ja beides. Ne? Also, Ach so. ne, ist super flexibel. Und ich würde sagen, ja, Freunde der Keyboardburg, das ist der Tipp. Tatsächlich, um in der Richtung flexibel zu sein, ist das eine super Sache. Und auch gar nicht so schwer, oder? Geht? Nee, es ist super leicht. Ja, super. Hätte ich gar nicht Ja, gedacht. sehr, sehr, sehr angenehm. Ne? Ja. Also praktisches Ding. Von König und Meier. Genau. So, dann nehmen wir die nochmal nach hinten. Die wiegt natürlich richtig gut. Die ist massiv. So, dann haben wir hier eine Bank. Die ist auch mit Liftomatik. Das kann man also hier auch gut einstellen. Das kommt auch gleich rauf. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt draufsetzen, dass es wieder runtergeht. Das ist auch was Wichtiges, was viele nicht wissen. Manchmal muss man sich halt auf die Bänke wirklich setzen, damit man halt diese Höhenverstellung einstellen kann. Und es ist auch manchmal, hier ist es unterschiedlich. Manchmal geht es nur, wenn man aufsteht zum Kurbeln. Und manchmal braucht man aber den Druck, um Damit es funktioniert. Damit es funktioniert. Das ist so, da muss man checken. Also es ist nicht gleich was kaputt oder geht nicht oder sonst Okay. was, sondern man muss es ein bisschen, sich damit ein bisschen firm machen. Gut, jetzt haben wir noch so eine, die sieht ganz ähnlich aus. Die hole ich auch mal vor. So, da haben wir eigentlich zwei Bänke, die sehen sehr ähnlich aus. Aber ich habe es jetzt vom Tragen her schon, also so wie es sich anfühlt, sind das zwei unterschiedliche Qualitätsklassen, würde ich Ja, mal sagen. ja. Probier mal diese. Ja. Also die ist ja mal locker fast doppelt so schwer. Ja, ja. Und ich glaube, man sieht hier auch am Polster, ne, wie Genau, das hier, das das sackt schon so. ist ein so bisschen wie Memory Foam so ein bisschen. Ja. Aber okay, man kann auch hier okay drauf sitzen. Die ist auch deutlich günstiger. Das ist vom Musikhaus Thomann, eine Eigenmarke. Kostet, glaube ich, die Hälfte ungefähr von dem, was die kostet. Das ist natürlich schon fein. Also sehr bequem. Auch hier dieses Stufenlose, auch lautlos. Also gerade vielleicht auch beim Konzert irgendwie zwischen den Sätzen. Wäre ein Argument. Ist, dass es da nicht so... Ja, okay. Ne? Also Und- hier habe ich das eben gehört, wenn man das loslässt hier, dann Oh, ja, Ne? dann ist... Ja. sollte man ein bisschen drauf achten. Ja, das geht hier gar nicht. Hier kann man nichts loslassen. Das ist hier quasi, man zieht es und das ist quasi eine Bewegung. Ja, okay, ja. Ja, muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen, ne? Aber es geht auch lautlos. Ja.
Aber man muss sagen, hier die Thomann Bank, ich glaube KBH ist der Name, sind wir hier bei unter 200 Euro, also 170 glaube ich. Das muss man sagen, natürlich mit Zug. Das ist schon sehr günstig. Ist es schon niedriger, Absolut. geht fast, glaube ich, gibt es nichts meines Wissens nach. Ja? Ja. Und hier sind wir dann wieder in diesem 300er-Bereich, aber das ist halt so, das ist, glaube ich, auch eine Andechsinger und man kriegt halt einfach dann eine Bank, die wirklich jahrzehntelang hält und keinen Ärger macht. Ne? Also, ja, absolut, das muss man ja auch sagen, das sind ja Metallstative, Gestänge, die da verwendet werden. Also hier bei der günstigsten Klavierbank, da haben wir es mit Holz zu tun und die sind verschraubt an den Ecken. Die fangen halt auch irgendwann an zu knatschen, wenn man so drauf spielt. Da muss man diese Schrauben nachziehen. Wenn man Glück hat, kriegt man das über eine Weile hin, aber irgendwann sind die auf. Das ist einfach so. Und wenn man weiß, dass man dabei bleibt, das ist so die typische Anfängerbank, wenn man so will. Das ist dann in diesen Sets, wird die immer mitverkauft. Die ist recht günstig, kostet 60 Euro und ist ja erstmal für den Anfang gut. Und wenn man vielleicht jetzt nochmal auf dieses günstige Modell, was ja wahrscheinlich viele auch kaufen, aus Preisgründen hier geht. Das Problem an diesen Bänken ist oft, wenn die eine Zeit lang benutzt wurden, dann sind die absolut instabil, dieses ganze Ding. Und irgendwann lässt sich das auch nicht mehr festschrauben und irgendwann klappert das ganze Ding. Das ist jetzt hier super stabil, aber hier merkt man auch schon, das wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer und man kriegt es nicht mehr in den Griff, weil einfach in dieser Preisklasse das nicht dafür gedacht ist, dass das jetzt 10 Jahre hält. Das ist halt einfach so. Ne? Dafür ist es dann auch durch gedacht. Genau. Ne? Also vielleicht für einen Einstieg kann man das probieren. Ich würde, glaube ich, dann vielleicht doch ein paar Euro mehr investieren und dann hat man dann auch mehr Freude. Weil wenn das hier wackelt und hier ständig Geräusche macht, ist nicht schön. Absolut, ja. Ich meine, letztendlich muss es so ins Gesamtpaket passen und wenn das Einsteigerpiano nicht mehr als 500 Euro, 600, 700 Euro kostet, ja dann. Ist klar. Ne? Dann kauft man sich keine Klavierbank für 700 Euro auch noch. So, das passt irgendwie nicht. Gut. Vielleicht kannst du mir, oder vielleicht können wir das noch mal kurz zeigen. Also wie sitzt man eigentlich richtig am Klavier? Wie stellt man die Höhe richtig ein? Und was ist da zu beachten? Gerne. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen guiden. Gerne. Also prinzipiell steht die Bank quasi parallel zu den Tasten. Ich stelle das mal so herum, dann komme ich auch an die Bügel ran. Genau. So. Also die Bank steht also nicht irgendwie so oder so oder so oder schief, sondern man versucht sie also möglichst hier mittig zu den Pedalen zu platzieren und du kannst dich gerne mal schon mal ransetzen. So, und dann also so ein Fehler, den halt auch gerne gemacht wird, ist, dass die Leute extrem nah dran sitzen. Setz dich mal bitte mal ganz nah ran. Und versuch mal jetzt mal zu spielen. Ja schon hier. So, und die Leute denken, das wäre aber gut so, damit sie dann direkt dran sind. Aber dieser Winkel ist hier auf jeden Fall schlecht. Also in der Regel ist hier erstmal eine Hand, eine Unterarmlänge entfernt vom Instrument. Das wäre gut. Und dann wäre quasi also ein bisschen zurückschieben auf jeden Fall. Also der Hocker sollte so eine Unterarmlänge vom Instrument. Ganz genau. Ja, okay, ganz das kommt genau. ja so hin. Okay. So, und der Arm hier, der soll, wenn es geht, einen ansatzweise rechten Winkel ergeben, dass du quasi so wirklich so an den Tasten sitzt. Okay, das wäre ja schon... Das kommt schon mal hin. Habe ich wahrscheinlich aus Gewohnheit schon gemacht. Ich mache das mal bis ganz oben. Genau. So. Ich persönlich würde nicht... Ich weiß, viele spielen von oben und viele kommen da gut klar, weil sie da eine bessere Übersicht haben. Aber bei mir gilt so, der Unterarm ist auf Höhe der Tasten. Das ist so mein... Das wäre dann so. Genau, so in dem Stil. Alles klar. Jetzt mache ich mal das andere Beispiel, dass ich zu tief sitze. Dann hängt es runter. Genau, und dann kommst du dann auch nicht mehr richtig auf den Winkel. Du bist dann quasi zu weit dann quasi gestreckt und du spielst dann von unten. Ja, da habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich die Tasten runterziehe, so, weil die Ellbogen hängen tiefer als die Tasten. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich... Und es ist physikalisch auch klar, du kannst nicht von unten quasi, das geht nicht, ne? Also du kannst dich von unten hochziehen, aber du kannst nicht von unten irgendwo reingreifen. Das heißt, du brauchst eigentlich von einer gewissen Höhe. Also und ich empfehle, wie gesagt, die das wäre dann Höhe
Genau, der Arme. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Genau. So ist es eigentlich perfekt. So ist perfekt. Und die Handgelenke sind quasi auch auf Höhe der Tasten. Also du lässt es nicht durchhängen und spielst aber auch nicht so von oben. Das fällt mir jetzt auch schon schwer, also das so hängen zu lassen. Also ich bin jetzt eigentlich, also wenn ich mich jetzt ganz entspannt dran setze, bin ich eigentlich schon so in der Lage, dass ich jetzt, das ist jetzt super leicht. Sieht gut aus, ja. Kommst auch mit den Füßen noch gut an die Pedale ran. Ja, klar. Und was auch ein guter Test ist, dass man quasi mal ganz unten und ganz oben mal die Hände macht und dann sieht man auch, okay, komme ich da bequem ran und wenn nicht, kannst du halt noch einen Ticken rangehen und dann ist das, würde ich sagen, fein. Wie ist jetzt, also ich merke, dass ich jetzt hier in dieser Lage spiele. Also hier bin ich schon sehr hoch, aber wenn ich akkordisch spielen will, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt ein bisschen hier runter bewegen. Dann kannst du vielleicht noch einen Ticken ran, wenn das für dich... Dann gehe ich vielleicht ein bisschen rüber. Gehst ein bisschen rüber. Und jetzt fühlt es sich gut an. Wenn ich dann hier rauf will, dann muss ich mich ein bisschen bewegen, aber das habe ich ja... Aber das ist ja der Vorteil auch der Bänke, die wir angesprochen haben, dass wenn ich natürlich so eine Bank habe, die eine breitere Auflage hat, dann kann ich ein bisschen rutschen. Genau. Also das kann ich super erreichen. Ja. Und dann, wenn es dann noch quasi noch gerade sitzen, also der Rücken gerade, Schultern hängen lassen, also nicht so spielen, nicht angespannt, sondern locker und die Hände dann locker hin. Und dann nochmal vielleicht eine Sache zu den Händen. Man sagt ja dann auch immer, dass man quasi wie so eine Tomate oder eine kleine Kugel in der Hand hat und dann rund die Hände auf die Tasten legt und dann quasi auch immer so eine Handlage hat. Ja, okay. Genau, machst das eigentlich super. Also so hätte ich das, so wäre es jetzt, also nach Lehrbuch würde das so stimmen. Sieht gut aus. Also und hast auch ein gutes Gefühl? Ja, es ist, fühlt sich das natürlich an? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mich verrenken müsste. Vielleicht, so habe ich jetzt einen richtigen Winkel, wenn ich die Ellbogen so ein bisschen rausstelle, dann habe ich jetzt einen super Winkel in der Hand. Funktioniert gut. Klar hat da jeder seine eigenen Vorlieben, das ist keine empirische Wissenschaft, aber so prinzipiell würde ich sagen, sind das schon so Tipps, die man eigentlich so grundsätzlich erfüllen sollte, beziehungsweise auch danach ein bisschen guckt. Und so würde ich sagen, passt es. Okay, jetzt, alles klar. Vielleicht noch eine Frage. Was ist jetzt dein Favorit von den ganzen Bänken, die hier stehen? Also, ich habe ein sehr gutes haptisches Gefühl bei diesen Andexingern gehabt, weil die sitzen also so wirklich so richtig solide, würde ich sagen. Ja. Aber wichtig ist mir auch diese Liftomatik, weil dieses Gekurbel, das mag ich überhaupt nicht. Und mir ist wichtig halt auch so ein Stahlgestell, richtig, das solide ist und nicht knatschen kann. Ja. So. Und ich komme aber super mit dieser hier klar, tatsächlich. Also ich würd auch nicht so viel Geld ausgeben wollen dafür. Das sind ja schon dann 300 €. Da überlege ich mir, ob ich nicht noch ein Effektpedal kaufe oder so. Ja. Also ich muss sagen, 300 € ist mir auch zu teuer, wobei mir die Andexinger hier am besten gefällt hier, die wir hier haben, ne? Weil sie einfach so schnörkellos ist und auch der Stoff hier super ist. Also ich brauche jetzt zum Beispiel kein Leder oder Kunstleder, die finde ich super, aber als Budgetversion diese hier, die Thomann KBH, ist wirklich krass für 170 €. Auch viel Geld natürlich, aber wenn man ein bisschen ambitioniert ist mit dem Spielen, macht es schon Sinn, sich damit zumindest mal zu beschäftigen. Ja? Und alle anderen sind halt speziell. Die ist irgendwie speziell, weil die sich dreht. Die ist halt zu teuer. Der Schemel ist speziell. Und hier, auf der ich sitze, die ist halt... Ja, wissen wir, das ist das Einsteigermodell. Genau. Und gut. Ja, ich hoffe, das war aufschlussreich für euch, für alle, die nach der perfekten Klavierbank suchen, können wir vielleicht sagen, die perfekte Klavierbank gibt es nicht. Es ist immer irgendwie ein Kompromiss. Und wer bereit ist, mehr Geld auszugeben, der findet natürlich auch richtig tolle Qualität. Aber dazwischen gibt es eben auch Bänke oder Sitzgelegenheiten, die auf jeden Fall gut sind. Ja. So. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen. Gerne auch mal Probe sitzen. Das war auch für uns ein interessanter Test, weil man die Sachen ja auch so nicht alle zu Hause mal bestellt und guckt, sondern hier mal sieht, wie es ist und einfach mal. Alles klar. Auf jeden Fall bleiben diese beiden hier für den nächsten Dreh schon mal stehen, würde ich sagen. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da,
Ein Abo freut uns auch. Und wenn ihr Fragen zu diesen Dingen habt, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion. Wir beantworten eure Fragen wirklich sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.